Moin Leiflü und willkommen zurück bei mir bei Radbot und unserem Civ 7 Spiel mit Friedrich und noch den Römern. Mir ist nämlich aufgefallen nach der letzten Aufnahme, gut, das Video war schon sehr lang, muss man sagen, oder ist. Ähm, aber wir sind auch bei 93% Zeitalterfortschritt. Und eigentlich können wir jetzt auch noch schnell, das wird also jetzt ein kurzes Video, das Zeitalter durchrushen. Weil, warum nicht? Hm, weiß gar nicht. Ich glaube, es ist 1% pro 1%, glaube ich, pro Runde, dass es jetzt weitergeht. Was ist denn eigentlich was kann denn das eigentlich? Ne? Spezialgebäude, das können wir nur noch jetzt bauen. Das heißt, es wäre vielleicht gut, den Bezirk noch fertig zu kriegen. Gut, ein Kultur und Gold für jede einzigartige Tradition der Regierung. Religion, bub, Regierung, Übersicht. Das sind Sozialpolitiken. Was ist denn eine Tradition? Und das Tradition? Aber dann hat man ja jede einzigartige und das einzigartige. Kann natürlich sein, dass das die einzigartigen sind. Wir hätten jetzt 4 Gold und Ding. 4 Gold und Kultur. Weiß ich nicht, wie viel man denn später hat. So weit habe ich es ja nie gespielt, keine Ahnung. Also ein Bad. Die Spot. Das können wir mit der Basilika machen. Gibt für jedes angrenzende Kulturgebäude. Kulturgebäude und Glücklichkeitsgebäude wollen. Natürlich hier jetzt super, ne? Das ist ein Berg, ne. Das ist ein Berg, das ist ein Berg. Gegebenes Gelände Wüste. Das ist gar kein Berg. Oha. Das heißt, hier und hier werden die gebraucht. Das heißt, wir können angrenzende Kulturgebäude und angrenzende Zufriedenheitsgebäude, die werden alle hier gebaut. Dann bauen wir das dahin. Siedlungsübergrenze überschritten, das weiß ich. Legionär hat jetzt gerade keinen besonderen Sinn mehr. Hatte ich die hier nicht alle schon zusammengesammelt? Du bist mein Belagerungskommandeur. Das heißt, die Belagerungstruppen kommen zu dir und du wohnst dann in der Stadt. Und du hast auch noch einen Platz frei, gell? Nimmst du die nächste Runde mit. Du gehst nach Bark. Du gehst nach Ostia. Das ist ja nun auch bald weg. Du gehst nach Naktipunan. Du gehst nach Puletuli. Kann man nach Rom gehen. Du tigerst nach da. Rom braucht noch 5 Runden für das Kolosseum. Was können wir denn noch hier machen? Also das Kolosseum, ja. Den Punkt kriegen wir wohl noch. Militär haben wir voll. Wissenschaft, 2 Kodizes. Hier, große Werke. 2 Kodizes. Ja, dann müssen wir halt nur einen Kodex kriegen. Maschinenbau gibt uns keinen. Es gibt jetzt noch ein Amphitheater und eine Schmiede. Die brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Währung gibt es noch einen Kodex. Währung gibt es noch einen Kodex. Gesetzgebung gibt uns okay, Eigenkultur pro Spezialist wollen wir auf jeden Fall haben. Okay, wir könnten weiter gucken. Wirtschaft. Da fehlen uns noch 2. Fortfahren.
Geht da nicht rein. Dann halt Nahrung und Zufriedenheit. Dann haben wir den Bonus auch noch abgeschlossen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. So, das ist eine Politik. Ja, ich glaube, wir brauchen jetzt gerade kein Gold mehr unbedingt. Aber es wäre auf jeden Fall, aber das ist natürlich. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Dann nehmen wir lieber nochmal Gold und. Dann Wissenschaft, na, Kultur durch Spezialisten. Dann müssen wir versuchen, hier noch irgendwas zu kriegen. Ein Siedlungslimit. Das Siedlungslimit brauchen wir auf jeden Fall noch. Ja, du bist eine. Du bist so ein maritimes Dingeling, ne? Kriegsmühle, ja gut, seid halt Kriegsmühle. So, wir können hier auch nochmal unsere Unterstützung erhöhen. Das führt nicht dazu, dass. Also wir könnten damit den Krieg beenden. Ich weiß nicht, ob wir den Krieg beenden müssen. Hier wollen wir eigentlich auch nirgendwo mehr hin. Das heißt, du kannst ja auch Nahrung für Bauernhöfe, Plantagen etc. machen. So, du bist der Legionär, der hier noch hin soll. Ja, ihr kennt alle euren Weg. Lauft. Das ist in 2 Runden kaputt. Dann ist unser Volk auch ein bisschen glücklicher. Kriegen wir noch eine Happiness? Wahrscheinlich 6 Runden. Hey, sich nicht. Ich denke mal nein. Einer der noch. Ja, verschanzt euch. Er wohnt hier jetzt, der Kamerad. Kommt hier auch nicht mehr weiter. Der kommt da nicht ran, ne? Ja, nicht. Das heißt, Naktipunan muss eigentlich. Aber das ist schon eine Bergbaustadt. Hm. Wir haben auch noch Gold, aber ich glaube, Gold sparen wir mal. Für das, was hier noch so passiert. 2 Nahrung für Gemeinden, aber Heilung reduziert. Das macht nichts. Wir brauchen keine Heilung mehr. Mutmaßlich jedenfalls. Schließt sich der Truppe hier an. Ihr könnt heilen. Ach ja, wir sind ja noch im Krieg. Solange haben wir das Kolosseum. steht, wird Rom stehen. Wenn das Kolosseum fällt, wird Rom fallen. Und wenn Rom fällt, wird die Welt mit ihm fallen. So. Glücklicherweise ist Rom ja nicht gefallen im kürzlichen Krieg. Ja, ich finde dieses Städtebau, also die Wunderbau, das sieht schon gut aus. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr welcher Teil das war, aber das 4, wo es so ein extra Video gab, wo die langsam die Baumaterialien hingeschleppt haben und das langsam aufgebaut haben. Finde ich, glaube ich, das Coolste. Plus 3 Kultur und plus 2 Zufriedenheit für Quartiere in dieser Siedlung. Quartiere sind, wie letztes Mal schon gesagt, urbane Distrikte mit 2 Gebäuden drin. So 2, 4, 6. Irgendwie 6. Ne? 6. 6 Zufriedenheit. So. Ah, schwere Geburt. Noch eine Fischereimole bauen oder einen Garten. Garten ist wieder Marktplatz. Das würde hier auch nochmal 2 Fröhlichkeit bringen. Das würde hier halt auch noch ein bisschen was bringen, ne?
angrenzende Zufriedenheit. Hier kommt Zufriedenheit rein. Kultur für Zufriedenheit und hier kommt Kultur. Für jedes angrenzende Wunder und jede angrenzende Kulturgebäude. Ah, das ist auch nicht schlecht. Wunder haben wir jetzt nicht mehr. Das brauchen wir aber auch alles wirklich. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, brauchen wir das auch alles nicht mehr. So, hier werden Fröhlichkeit und Kultur entstehen. Kann man hier halt noch ein Wunder hinsetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das kriegsentscheidend ist. So, wir haben irgendwo die Basilika gebaut. Hier bauen wir da natürlich auch den Tempel rein. Du kannst dich hier entspannen. Als ich jung war, dachte ich. Das meinte ich nicht. So, wir haben jetzt 5 ausgestellt. Das ist ein bisschen nervig, dass die hier ausgestellt sind. Naja. Ja, ich glaube, dass wir hier dann wohl nichts mehr erforschen werden. Also wir werden wahrscheinlich wohl nichts mehr erforschen. Dann können wir auch versuchen, den Maschinenbau noch zu Ende zu machen. Handelswege mit Roserisal. Ist noch ein bisschen Geld. So, könnten theoretisch noch versuchen, hier was einzugemeinden oder noch einen. Die ganze Welt ist eine Bühne. Und alle Männer. Vollkommenheit ist. Jetzt haben wir das Siedlungslimit noch erreicht. Plus 150 Kultur. Oder noch eine Party. Hier kannst du die Feier noch groß was. Wenn du 250 Kultur was, das sind 2 Runden. Nicht mal. Dann nehmen wir doch die Feier. Mathematik, ja, Akademien wäre natürlich noch sehr gut. Maschinenbau 2 gibt noch einen Kodex. Ich glaube nicht, dass wir so weit kommen, aber wir können es mal versuchen. Na dann das Ding hier noch rein. Fischereimole brauchst du halt auch nicht, ne? Das gibt dir halt nichts. Der Schmied. Amphitheater. Die Villa. Aber der Schmied bringt schon noch was. Hier Ressourcen. Jede Ressource und jedes Wunder. Hier aber nur eine Ressource. Dann kriegst du hier 5. Ja. So, der hat einfach plus 4. Der Lumpi. Ja, baut da doch noch so ein Ding hin. Können wir hier noch Gips theoretisch kriegen? Oh, wir haben Überquellen der Schatzkammer. Das hört man ja auch gerne. Das wird nächstes Mal eine Stadt. Nächste Gelegenheit. Und gern hier zu den Kamelen, ne? Werde ich aber so nicht einfach hinkommen.
Ja, wir sollten das Geld einfach sparen. Sollen wir das jetzt sinnlos zum Fenster rausschmeißen? Wenn wir kurz vor der nächsten Epoche sind. Oh, gib mir noch was. Ja, gib mir Janet. Wo ist Janet? Das ist Janet. Janet hat Marmor, Wolle. Oh, es hat auch ordentlich Produktionsmöglichkeiten. Ja, nun. Das, die wir haben. Meine Spezialisierung wollen wir, glaube ich, nicht. Muss ruhig noch ein bisschen vor dich hinwachsen. Oh, jetzt war es auch schnell. Okay. Das römische Naja, gut. Reich dehnte sich über das Land aus und vereinte alle, die ihm im Weg standen, unter seinem Banner. Solange die Sonne schien, konnte niemand seinem Schatten entkommen. Die Krisen, die da jetzt waren, sage ich mal, mit der... Was war das? Mit der Seuche und sowas? Weiß ich nicht, ne? Krise stelle ich mir irgendwie schlimmer vor. Das sind unsere Vermächtnisoptionen. Das, weil wir diese Vermächtnisse geschafft haben. Einen in Wissenschaft leider nur. Wir haben nur 2 Wunder gebaut, aber 3 in Militär und 2 in Wirtschaft. Damit waren wir im Ranking Bester in Militär. Ja, Weltwunder waren wir natürlich Quatsch. Oh, der hat 6 von 7. Da wissen wir ja, wen wir als nächstes angreifen. Wir hatten 5 von 10 Kodizes, damit waren wir mit der Beste. Okay, und Seidenstraße, Himiko hat die Ressourcen. Ich hätte gedacht, er hat die. Nee. Unser... Nicht José Rizal, sondern Machiavelli, weil er da mit uns so viele Handelsdinger gemacht hat. Vermächtnis haben wir gewonnen tatsächlich mit 7. Himiko 6. Das heißt, sie ist ein richtiger großer Gegner. Machiavelli als Verbündeten ist gar nicht so gut, weil der scheint nicht so richtig gut zu sein. Aber gut, das ist mein Profil. Das ist jetzt Stufe 10. Naja, okay, Stelle zu Rom, das Kolosseum gibt plus 50 Punkte, okay. Und das ist mein Level in Friedrich im Schiefen. Da gibt es Punkte für. So, jetzt habe ich so ein Momentum, oder wie die heißen, freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, ob wir mit denen spielen. Ich glaube, nein. So, das sind alle Völker, die es gibt. Für... Hier kann man seine Mementos wechseln. Habe ich welche? Ich habe gar keine. Ja, interessant. Dann werden wir die auch gleich noch machen. Das sind alle Völker, die es gibt. Und das sind die, die wir freigeschaltet haben. Inka haben wir freigeschaltet, weil wir 3 Gelände mit Bergen hatten. Ming haben wir freigeschaltet, weil wir so und so viele Ressourcen ausgestellt haben. Die Mongolen haben wir freigeschaltet. Boah, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Vergessen. Normannen schalten wir frei, weil wir mit Rom gespielt haben. Und Spanien, weil wir mit Rom gespielt haben. So, was soll's sein? Ich bin ja gerade sehr militärisch unterwegs eigentlich. Militärisch, ein bisschen Wirtschaft, Forschung, alles so ein bisschen, aber vor allen Dingen Militär. Das heißt, Wirtschaft expansionistisch und Wirtschaft, Wissenschaft wird eigentlich raus, ne? Würde ich mal sagen. Spanien finde ich interessant, aber wir wollen ja, unser nächster Schritt ist ja Preußen. Gibt es denn jemanden, der Preußen freischaltet? Schaltet Frankreich und Amerika frei. Schaltet Qing und Russland frei. Schaltet Mexiko frei. Ja, die wohl nicht. Inka wohl auch nicht. Gut, das heißt, wir haben keinen direkten Vorgänger zu Preußen. Ich wüsste eigentlich auch nicht, wer das hier von dieser Auswahl zumindest sein sollte. Wahrscheinlich am ehesten die Normannen.
Die sind auch diplomatisch und militärisch. Gucken wir uns die nochmal an. Das ist unsere geografische Wahl, wäre das auch. Weil wir auf demselben Kontinent starten oder leben wie die Normannen. Landeinheiten erhalten zu Wasser +1 Fortbewegung und an Küste angrenzende Landeinheiten erhalten 5 Kampfstärke. Okay, das heißt, wir sind Küstenkämpfer. Normannen sind halt so Wikinger-mäßig. Und wir bauen den White Tower. Noch nie gehört. Chevalier, normannische Kavallerie-Spezialeinheit, +3 Kampfstärke gegen langsamere Einheiten. Aha, so kann man. Einzigartiger Siedler, Zivileinheit, die neue Gemeinden gründen kann. Ja, mittelalterliche Mauern im Stadtzentrum. Und eine Stadt gegründet wird. Okay. Nicht unfassbar stark, aber gut. Das Spezialviertel. Kriegen wir einen kostenlosen Chevalier, wenn wir das bauen. Wir müssen dazu den Burghof bauen. Der bringt erstmal 4 Kultur. Und +1 Kulturnachbarschaft für mittelalterliche Mauern und Wunder oder mittelalterliche Wunder. Das weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich für alle Wunder. Das ist eine einzigartige Befestigung. Und die Motte ist für Zufriedenheit auf unwegsamem Gelände. Zufriedenheitsnachbarschaft für Wunder. Auch eine Befestigung. Ja gut, damit igeln wir uns ziemlich ein. Das ist ja gerade gar nicht so schlecht. Aber im Exploration Age, also Erkundungszeitalter, wollen wir ja, und das, da greife ich ein bisschen vor, wir wollen Schiffe, wir wollen Flotten bauen endlich. Wir wollen den neuen Kontinent besiedeln und so weiter und so fort. Plus 15% Gold für die Umwandlung einer Gemeinde in eine Stadt. Oder plus 30 in fernen Ländern. Ferne Länder sind dieser neue Kontinent, den wir erschließen. Auf dem aber schon die alten Zivilisationen, also die Zivilisationen in der Antike, gespielt haben, die wir jetzt noch nicht kennengelernt haben. Die waren auf diesem Kontinent. Unser Spanisch Tercio hat höhere Kampfstärke als vergleichbare Infanterieeinheiten. Und benachbarte Einheiten kriegen +3 gegen Kavallerie. Na gut, das ist der Sinn der Tertio gewesen. Conquistador ist eine große Persönlichkeit mit einer Ladung. Steht mit einem Kai ausgebildet werden. Ist immer zufällig, kann nur einmal erlangt werden und kann ausschließlich in fernen Ländern aktiviert werden. Okay. Der ist also voll auf, also gut, wenig überraschend, Spanien als Kolonialreich ist voll auf Kolonie. Platz. Das ist wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler. Wenn die Casa Consistorial und Casa de Contratación im selben Bezirk errichtet werden, +2 Gold in dieser jede Siedlung in fernen Ländern. Okay, wenn wir viele Siedlungen in fernen Ländern bauen, haben wir extrem viel Kohle. Das Viertel können wir in jeder Stadt gründen. Das könnte sich läppern. Es gibt einmal das Casa, die Sachen werde ich komplett falsch aussprechen, ich hatte nie Spanisch. Casa Consistorial. Das ist eine Kulturnachbarschaft für Quartiere und Wunder. Das ist gut. Muss in der Heimat angrenzend an Küste platziert werden. Ja. Das gibt so 7, in unserer Situation denke ich mal so 7, 8 Kultur. Das ist schon gut. Das ist ein Goldnachbarschaft für schiffbare Flüsse, Ressourcen und Wunder. Schiffbare Flüsse haben wir echt wenige. Ressourcen haben wir halt vollgeklatscht mit unseren Schmieden und Bibliotheken. Oder wollen wir abweichen? Da würde mir die Mongolen noch gefallen. Wenn ihr eine gegnerische Siedlung erobert, erhaltet ihr die stärkste Kavallerieeinheit, die ihr derzeit ausbilden könnt. Okay, das wäre cool. Wir haben keine Produktion von Siedlern, macht nichts. Halt ein Punkt für den Vermächtnisweg, keine Ahnung, für kontrollierte Siedlungen in fernen Ländern und eroberte Siedlungen in der Heimat. Okay, damit können wir die Vermächtnisse schneller abarbeiten, also diesen einen. Polische Fernkampf-Spezialeinheit hat plus 1 Fortbewegung und halt 15 TP nach dem Sieg bei einer feindlichen Einheit. Das ist eine Kavallerieeinheit.
Noyan. Das 50% Flankieren für Kavallerieeinheiten im Inhalt des Befehlsradius. Auch tu. Plus 5 Gold stellt Ortbildung für jede mongolische Einheit an ihrem Ort wieder her. Einzigartige mongolische Modernisierung zeitlos. Entfährt keine Lagerhausbonusse. Da weiß ich nicht, was das bedeutet. Damit würden wir, glaube ich, diesen fremde Länder-Ding komplett mehr oder weniger rausnehmen. Einfach einen Haufen dieser Keshik bauen und Amok laufen. Klingt auch lustig, ne? Wenn ich es ausspreche. Aber das ist unser erstes Playthrough. Aber ich habe schon mal das fürs zweite vorgemerkt. Vielleicht mit dem Commander, Anführer und einer Truppe, die sehr auf Kavallerie geht. Spanien oder Normannen. Dieses Einigeln finde ich eigentlich nicht so spannend. Wir werden Spanier. Da können wir diese neue Weltgeschichte gut ausprobieren. Denke ich. Unerschrocken von den Weiten des Ozeans wird Spanien dem Lied des Goldes in unbekannte Länder folgen und sie sich zu eigen machen. Spanien war das bei weitem größte und einflussreichste Reich unter den früheren europäischen Kolonialmächten. Ja, das stimmt. Iberien war zwischen muslimischen Emiraten und christlichen Königreichen aufgeteilt gewesen, aber nach der Vereinigung von Kastilien und Aragonien und dem Abschluss der Reconquista dominierte Spanien die Weltbühne im Namen Gottes und des Reichtums. Das Reich geriet in Straucheln, als seine Ambitionen auf dem Kontinent angefochten wurden durch Frankreich und vor allem Großbritannien. Und die entfernten Kolonien danach strebten, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Hierzu ein anderer großer Konkurrent war natürlich Portugal. Das ist ja so ein bisschen aufgeteilt. So, ganz offensichtlich sind wir Spanien. Was haben wir hier? Oh, wir kriegen schon so eine Tertio-Einheit. Musketiere, quasi. Hier haben wir keine Einheit. Aber nur in bestimmten Städten haben wir Einheiten bekommen. Oh, Babylon ist weg, unser Stadtstaat. Gut, hier haben wir einen bekommen. Der ist wahrscheinlich Gold wert. Korinth haben wir auch einen bekommen, der könnte auch Gold wert sein. So, wir haben jetzt keine Städte mehr, ne? Achso, wir haben hier schwere Bogenschützen. Ah ja, unser Heerführer ist ganz schön geblustert. Der Heerführer hat noch Platz. Dann... Entschuldigung. Sammeln wir hier doch mal die Truppen bei dem Heerführer. Und wir wollen natürlich so schnell wie möglich... Ja, ihr bleibt da, ihr bleibt auch mal da. Erstmal wollen wir Freundschaften neu schließen. Gemeinsame Forschung zum Beispiel wäre gut. Aber wir wollen erstmal unsere Vermächtnisse wählen. Das Zeitalter der Erkundung hat begonnen. Wir machen den ersten Zug. Dann muss ich leider schon wieder aufhören, leider. Imperatoria. Erlangt eine Infanterieeinheit in jeder Siedlung, die ihr im letzten Zeitalter erobert habt. Mit 5. Naja. Ich möchte aber lieber Lehnstreue. Und ein Militärattributpunkt. Ich glaube, wir wollten ganz viele Militärattributpunkte. Kann ich das auch nehmen? Ich kann beides nehmen, weil es hier so einen Jokerplatz gibt. Aber ich will, glaube ich, gar nicht 5 Einheiten. Nee, ich will ja extra die Leute genommen, die auf See rausfahren. Was können wir noch? Hauptstadt ändern. Bark wird zur Hauptstadt Madrid. Ostia wird zur Stadt modernisiert mit zur Hauptstadt Madrid. Na, hier unsere Hauptstadt haben wir natürlich auch echt gut, ne? Stark wäre die andere Möglichkeit. Das ist halt stark befestigt und komplett in der Mitte. Rom hat natürlich hier diese Siedlung. Ist nicht einfach, muss ich sagen. Ist nicht einfach.
Aber ich will Madrid haben. Aber Madrid, also Ostia hat nicht mal einen Hafen. Wir lassen mal Rom sein, oder? Ja, mit Handelsdingen und so ist natürlich besser. Ich glaube, die gehen immer von der Hauptstadt aus. Wenn es Ostia wäre. Und Ostia ist mit allem hier verbunden. Gar nicht hier. Das ist keine Verbindung. Die müssen wir noch hinzufügen. Ich weiß nicht. Schreibt mal in die Kommentare bitte, was ihr machen würdet. Ich lasse es jetzt nicht. Ich mache jetzt Ostia zu unserer Hauptstadt. Boah, das fällt mir schwer, ey. Nee. Ja, nee. Ich will Madrid haben. Ja, wird die nächste Stadt Madrid. Die erste in der neuen Welt. Wir haben ein Wissenschaftsding, damit können wir Wissenschaftsdinge machen. Wir haben 2 Wirtschaft, aber irgendwie nichts, was 2 Wirtschaft kostet. Witzig. Diplomatie oder Kultur sind auch recht expansionistisch, ne? Das wollen wir haben und wir nehmen hier ein Kultur. Ein Haufen Punkte, die wir hier bekommen haben. Eine neue Ausrichtung, die spanische logischerweise. So, dann müssen wir jetzt erstmal Produktion wählen. Ein Steinmetz. Das ist eine Produktion für Minen und Steinbrüche. Der ist zeitlos. So, die Fischereimole können wir immer noch bauen. Oder den Bazar für schiffbare Flüsse und angrenzende Küstengeländefelder hier zum Beispiel. Und erhöht die Anzahl an Ressourcen, die wir haben können. Das ist auch gut. Aber wir brauchen, glaube ich, gerade kein Gold. Wir nehmen mal den Steinmetz. Der hatte keine irgendwas, ne? Steht nur +1 Produktion für allen möglichen Kokolores. Jetzt können wir Sachen überbauen. Das habe ich auch noch nicht verstanden, wie das genau funktioniert. Machen wir jetzt auch erstmal nicht. Siedlungsobergrenze habe ich gar nicht überschritten. Du lügst mich hier an. Wir müssen auch hier wieder Städte gründen. Das heißt, wir werden Ostia in eine Stadt umwandeln. Und wir werden Baak in eine Stadt umwandeln. Das können wir als Spanien ja besonders günstig. Das war ja ein bisschen der Clou. Oh, wir haben Schiffe. Guck, wir haben eine Kogge. Gucke. Mit der können wir erkunden. Weißt du, was wir machen? Wir bauen erstmal einen Siedler. Und nicht das Ding hier. Und dann kaufen wir uns. Wir können hier keine Schiffe bauen, ne? Kaufen uns erstmal gar nichts. Wir sparen das Geld lieber nochmal. Technologie. Da habe ich schon gelesen, man will Kartografie, glaube ich, am Anfang. Okay. Alle zivilen Unterstützungseinheiten können Tiefseegeländefelder passieren. Damit kann man die neue Welt überhaupt erst besiedeln. Und hier wollen wir erstmal gucken, was unsere spanische Ausrüstung. Indienrat. Damit können wir das Casa Consistorial bauen. Und die Kampfstärke für alle Einheiten in fernen Ländern. Ja, loi. Ein Fortbewegung für Schatzflotten. Schatzflotten ist ein Feature hier. Da kommen wir zu, wenn es soweit ist. 3 Gold für jede Ressource ist auch stark. Ein Siedlungslimit hören wir gern. LS Corial +3 Zufriedenheit hat 3 Reliquienplätze, +1 Siedlungslimit, +4 Zufriedenheit für Städte innerhalb von 7 Geländefeldern um dieses Wunder. Das muss dann ja in einer anderen Stadt gebaut werden als der Hauptstadt. Flottenkommandeure kriegen eine Beförderung. +50 Produktion für Marineeinheiten. Alle Landeinheiten erhalten. Okay, das ist alles nice. Was ich aber haben will, ist den Tempel. Denn mit dem Tempel hat eine die Erstellung von Missionaren.
glaube, dass man damit seine Religion gründen kann und Spanien ohne Religion wäre ja auch irgendwie Quatsch. So, wir haben Sozialpolitiken. Ja, das kann man immer mal nehmen. Einproduktion für Stadtbezirke in eurer Hauptstadt. Das nehmen wir natürlich auch. Stadtbezirke. Das sind ja ein paar. Dann nehmen wir hier die Anführer. Wir haben kulturell. Produktion für den Bau von Wundern. Wir wollen ein paar Wunder bauen, glaube ich. Das waren die ersten wirtschaftlichen, die wir haben. Das ist Gold. 2 Gold für jeden aktiven Handelsweg. Wir machen natürlich eher Krieg, als dass wir... 1 Gold für jede importierte Ressource. Ja, das spielt hier gut rein. Okay, wir nehmen das, weil wir hier plus 1 Gold für Ressourcen in Gemeinden und plus 2 in Gemeinden in fernen Ländern haben wollen. Weil wir voll auf ferne Länder gehen. Nichts anderes, Baby. Nur auf ferne Länder. Wachstumsrate in Städten. Das ist Nahrung für Lagerhausgebäude. Alle? Oder nur für Kornspeicher und so? Das wollen wir eigentlich alles haben, ne? Expansionistisch wollen wir. Aber erstmal Wachstumsrate in Städten. Militär. Gegen Bezirke. Oh, plus 1 Siedlungslimit. Fünf kampfstärkige Bezirke für alle Einheiten. Dieser neue Kontinent, der ist ja bewohnt. Fällt mir gerade ein. Wir können da ja nicht mit Siedlern hinfahren und sagen, so, moin, das ist jetzt unser Land. Ja, nicht wie in der echten Welt. Wir werden da schon prügeln müssen. Das heißt, das ist gar nicht so schlecht, aber wir werden noch nicht sofort prügeln müssen. Das heißt, Siedlungslimit ist erstmal wichtiger. Produktion für Gebäude. Wissenschaft für Technologiemeisterung, das wollen wir auf jeden Fall haben. Wir haben eine geringe Zufriedenheit in hier, aber das hat sich ja scheinbar schon wieder gelöst, weil da ist ja ein lachender Smiley. So, du willst auf jeden Fall einen verdammten Steinmetz haben und den willst du haben. Ja, wo eigentlich? Es gibt auch neue Ressourcen, sehe ich gerade. Hier wird das... Uiuiui. Ja, 2 Ressourcen, das heißt, hier ist ja Bibliothek und Schmiede auch ziemlich gut. Da sind die auch gut, so nicht, aber... Wir haben... Ne, wir haben das Gips noch nicht gut. Dann machen wir hier den Bauernhof platt. Nahrung ist eh überwertet, braucht kein Mensch. Und nehmen hier das Gips. Ressourcenzuweise machen wir gleich. Hier nochmal eine Produktion. 5 Hämmer. Hier fehlt ein Gebäude, aber hier sind 2 Berge. Hier soll noch irgendwas rein, was uns glücklicher macht. Das ist die Stadt, ne? Ja, das ist die Stadt. Hier ist eine Ressource. Hier ist nix. Ja, warum brauchst du dahin? Nix ist nix. Ihr könnt hier ausruhen. So, es gibt neue Ressourcen. Das hatten wir schon, aber die bringen jetzt mehr Nahrung. Und plus 6 Nahrung für Städte in fernen Ländern. Das ist gut. Ja, da bringt dasselbe. Seide plus 10 Kultur. Könnte sein, dass dasselbe ist, ehrlich gesagt. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ihr müsst alle ordentlich wachsen. Was ist das? Salpeter. 1, 2, 3 kommen wir nicht ran. 1, 2, 3 kommen wir ran. 1, 2, 3. Okay, Salpeter ist leider verloren. Belagerungsmarineeinheiten in Kampfstärke. Ah! Da ist er noch gut. Schade. Gold, immer noch das, was es immer bringt. Seide. Fährmittel bringt plus 5 Zufriedenheit. Weihrauch gibt keine Forschung mehr, sondern Produktion für Missionare und Tempel. Hm. Oh, auch nicht schlecht. Kamele. Noch Kamele-Sachen. Die sind Wale. Bringt plus 5 Produktion, kommen wir nicht ran.
Marmor. Gibt einfach plus 10 Produktion für den Bau von Wundern. Ich komme dann noch nicht ran, aber ich komme da irgendwann mal ran. Warte, wenn wir hier irgendwas Lustiges kaufen. Zum Beispiel... Ja, ist hier nicht ein Haufen Fischerboote? Eine Nahrung für Fischerboote. Ja, dann nicht, ne? Sag ich immer, dann nicht. Macht den Stadtbezirk weg. Dann vergrößern wir die Gemeinde auf... Wir bringen das plus 2 Zufriedenheit. Und 1 Kultur und 2 Happiness. Und 1 Produktion, na gut. Wir wollen aber, dass du Nahrungsmittel bringst? Fragezeichen? Ne, wir nehmen hier... Happiness ist ja... Macht einen ja glücklich. Richtig. Richtig gehend glücklich. So, und jetzt machen wir hier diese Ressourcen. Gemeinden... Das sind alle Stadtressourcen. Wir haben keine Bonusressource. Das haben wir. Ja, Stadt, das verlierst du alles. Hauptstadt, das geht alles weg hier. Was bringt denn Elfenbein inzwischen? 3 Zufriedenheit, 3 Produktion, okay. Wir wollen, dass unsere Gemeinden ordentlich wachsen. Zufriedenheit, Produktion, das braucht ja eigentlich Ostia. Ne, auch Rom. Rom wurde nicht in einem Tag gebaut. Rom kriegt auch Kamele. Haben wir nicht 2 Kamelressourcen? Wohl nicht. Achso, doch, die waren mit Babylon gehandelt, ne? Für Städte in fernen Ländern ist das alles, was früher für Städte, die nicht die Hauptstadt sind, war. Das ist 15 Gold. Du hast ein gewisses Goldproblem, mein Lieber. Kultur. Machst du dafür aber mit Abstand am meisten. Dann bleib doch mal bei der Kultur. Trüffel, plus 20% für die Ausbildung von Einheiten. Ich weiß nicht, ob du viele Einheiten bauen wirst. Ich meine, irgendwer muss sie bauen, ist klar. Erstmal Ost hier, aber Gold macht ihr alle nicht besonders viel, ne? Gold, aus der wir brauchen Gold. Aus der du brauchst auch Nahrungsmittel, du verhungerst ja auf halbem Wege. Und Produktion kriegt dann noch Bark. Und dann brauchen wir wirklich dringend... Wisst ihr was, Leute? Ihr baut alle Siedler. Du baust einen Siedler hier hin, da wo früher mal einst Babylon stand. Und Eisen noch mehr. Infanterie und Fernkampfeinheiten, nicht mehr nur noch Infanterie, okay. So, da habe ich gar nicht geguckt, ne? Marmor, 10% für Wunder. Wein 3 Happiness in der Hauptstadt. Ein Kampfstärke sowie plus 1 gegen Infanterie und Fernkampf, Belagerung Marine, günstigere Gebäude kaufen. Sie mag mich nicht, aber sie ist auch nicht mein absoluter Hass. Gegner. Und bau du auch erstmal einen Siedler. Ja, Freunde. Das war die erste Runde. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir jetzt einmal auf Weiter geklickt haben. Wir müssen eine Regierung wählen, das können wir dann auch noch schnell machen. Bis 20 Nahrung, Marineeinheiten, das wäre schon mal gut, weil wir wahrscheinlich viele Marineeinheiten brauchen. Feudalmonarchie, was sind wir denn? Ja, eigentlich eine Monarchie. Feudal sind wir nun eigentlich auch nicht so richtig, ne? Gut, 410 nach Christus. Wir noch gar keine Die Feudalzeit ist noch gar nicht angefangen, glaube ich. Plutokratie.
Plus 20% Gold, 10 Runden lang. Und Produktion für Überbauen. Das hier ist verdammte Überbauen. Produktion für Zivilisten und Unterstützungseinheiten. Theokratie, also für Missionare und Siedler und dergleichen. Gold ist natürlich schick, ne? Zivilisten und Unterstützungseinheiten, das ist auch der Händler. Da bringt das, glaube ich, am meisten. Dann sind wir jetzt ganz offiziell Theologie. Theologie, ja. Wir sind offiziell die Theologie. Ich nehme an, dass wir von hier am ehesten noch raussegeln können. Das ist die erste Armee. Achso, da kommt noch einer runter. Dann brauchen wir noch eine Einheit, die irgendwer irgendwann mal bauen muss. Das. Ah, weil meine Kogge auf rauer See ist, kriegt die Schaden. Das ist ja toll. Ach, ich wollte eine Runde machen, ne? Ah, ich hasse dieses Spiel so sehr. Ich kann es nicht nur eine Runde lang machen. Könnt ihr auch hier rüber? Nee. Im Ozean könnt ihr nicht. Sondern so Transporter bauen und so. Ein bisschen nervig. Hier, was haben wir hier? Fische. Werbemittel. Okay, Gewürze machen eine Schatzflotte. Zucker machen eine Schatzflotte. Gewürze machen eine Schatzflotte. Zucker machen eine... Ah, gucke. Da haben wir ja später einen neuen Kumpel, mit dem wir uns anfreunden könnten. Wahlweise können wir den auch niederbrennen. So, haben die eigentlich ihre... Das noch die von früher? Ja. Das ist der defensive Heerführer und das ist dann der offensive. Ist natürlich gut, dass der hier hinten steht. Geländefeld mit seiner Fischressource. Hier hinbaue. Hier, 1, 2, 3. Nee. Ich glaube, an die Ressource kommen wir nicht ran. Naja, Wissenschaft ist auch gut. Hier den Holzfäller reparieren. Wir haben aber ja auch keine... Was ist der Witz? Dass wir noch keine Schiffe bauen können? Also ein Fest, das ist der Witz. Gucken. Warum gucken? Oh, wir haben eine Party. Oh, Produktion von Zivilisten und so. Obwohl momentan ist eigentlich noch ruhig, ne? Und erstmal das. Das können wir mal reinmachen. Brauchen wir jetzt nicht zwingend, sage ich mal. Kau. Hier wird eine große Handelsstadt gebaut. Hier wäre halt ein Feld gut. Oder was aufpoldern oder so.
Nehmen an, das kann man nicht. Dann muss hier ein Siedler hin. Ich will bloß die verdammten Kamele haben. 1, 2, 3. 1, 2. Okay, hier wäre das. Oder die beiden Sachen. Weil ja auch nur zivile Unterstützungseinheiten können übers Wasser gehen. Das schränkt dann natürlich meine Armeen schon wieder ein bisschen ein. Ich habe einen neuen Kontinent entdeckt. Zuflucht zu Buddha. Ich nehme Zuflucht zum Dharma. Die Karte war eher ein Modell für das, was sie... Das Kolosseum erhebt sich groß in der Landschaft, eine ehrfurchtgebietende Erinnerung an die Spiele von einst. Heutzutage bitten die Handwerker darum, den Raum für ihre riesigen Werkstätten nutzen zu dürfen, aber in den Gewölben haben sich bereits vertriebene Gemeinschaften eingenistet. Noch +2 Produktion ist immer gut. Das wollen wir haben. Okay, jetzt muss ich mal schauen. Maschinen gibt uns Schrotmühle und Sägemühle und Katapult. Katapulte wollen wir wahrscheinlich haben. Bogen geben uns dann die mittelalterliche Mauer. Die wollen wir auch haben. Gilden geben uns das Gildenhaus. Uns Gold und Brennöfen. Meisterung hiervon gibt uns aus einen Nahrung, vor allem mit dem Schnack. Das gibt uns einen Schlangenwall. Glaube ich ein Wunder. Und Flottenkommandeure. Die Frage, ob wir komplett auf die Eskalation gehen wollen. Wo können wir denn Schiffe bauen? Schiffbau. Wo können wir denn? Das ist ein Siedlungslimit, Zufriedenheit, Nahrung. Wir können dann hier auch Marineeinheiten wassern. Wir nehmen mal Maschinen. Ne, wir nehmen das Observatorium. Wir wollen Wissenschaft. Okay, ja, hier wird es ja immer spannender. Renaissance, plus 10% Produktion für den Bau von Wundern, plus 2 Kultur für ausgestellte große Werke. Was auch immer, irgendein Wunder. Grundabschlag plus 2 Kultur. Der Bau eines Gebäudes auf Küstengelände gewährt Kultur in Höhe von 50% der Gebäudekosten. Verfügt über 3 Reliquienplätze. Wir wollen aber erstmal den Kaufmann haben. Wir wollen hier reparieren. Tempel. Wir wollen nicht, dass ihr hier irgendwas Tolles werdet. Den Tempel. Plus 4 Zufriedenheit, plus 1 Zufriedenheit für jedes angrenzende Berggeländefeld und 1 Zufriedenheit für Naturwunder haben wir nicht und angrenzende Wunder.
Ein paar, aber nicht so viele. Das hier? Nordosten? Mit 4 Grund. Hier der 6. Hier der 1 und 5. Jetzt können wir eine Religion gründen. Wir nehmen den Katholizismus in der heiligen Stadt Rom. Das passt irgendwie. Neuer Glaubenssatz. Und danach hören wir auf. Verdammt nochmal. 2 Reliquien für die Bekehrung eines Stadtstaats. Die machen wir eigentlich eher kaputt. 2 Reliquien für die erste Bekehrung der Hauptstadt einer anderen Zivilisation. Die machen wir eher kaputt. Religion für die Bekehrung einer Siedlung einer anderen Zivilisation mit Tempel. Oder Altar. 2 Reliquien für die erste Bekehrung einer Siedlung einer anderen Zivilisation mit einem Wunder. Evangelismus, was wollen wir doch nicht? Eine Reliquie für die erste Bekehrung einer Siedlung einer anderen Zivilisation, die kein Stadtstaat ist, in fernen Ländern. 2 Reliquien für die Bekehrung einer Siedlung und einer Zivilisation, die Schatzflotten hat. Mindestens 10 Landbevölkerung, Stadtbevölkerung. Der Hauptstadt. Mit einem Wunder. Ja, wir werden auf dem Schwierigkeitsgrad, wobei, ja gut, hier hat viele Wunder, ne? Hier unten hat viele Wunder. Knossi hat in Athen zum Beispiel, oh, das Odeon. Nee, das ist kein Wunder, das ist, glaube ich, ein... Aber der hat zum Beispiel keine Wunder. Ihmchen hier noch Wunder hat, oder ob ich ihm die alle weggenommen habe, weiß ich nicht. Emiko hat wahrscheinlich die Sonnenpyramide. Ja, wir nehmen mal das mit den Reliquien für mit einem Wunder. Glaubenssätze. Wissenschaft für jede fremde Religion, Siedlung. Naturwunder. Mit einem Wunder. Naja, das würde ja gut zu dem anderen passen. Viel Goldenwissenschaft, ja, das machen wir. Ja, ist doch schön. Jetzt sind das hier meine Freunde. Und jetzt können wir technisch gesehen Reliquien ausstellen, wenn wir welche hätten. So, was eigentlich... Das können wir nochmal gucken. 12 Reliquien ausstellen. Das wäre gut. 30 Schatzflottenpunkte für die Rückgabe von Schätzen aus fernen Ländern. War auch gut. Erlangt 12 Punkte aus Siedlungen in fernen Ländern. 1 Punkt für jede Siedlung. Doppelt, wenn es eine eroberte Siedlung ist oder sie eurer Religion folgt. Vervierfacht, wenn beides der Fall ist. Okay, wir werden also gegnerische Siedlungen zu unserer Religion machen und dann erobern. In fernen Ländern. Ab 5 Bezirke nicht im Stadtzentrum, die jeweils 40 Gesamtertrag haben. 40? 40? Wir haben 5. Meine Hauptstadt hat 40, gerade mal so. Oh, das ist ja eine Idee.
Rennen doch. Also hier geht einer hin. 1, 2, 3. Der kriegt den Kakao noch. Was passiert, wenn die auf... wo sie sind? Trinken die dann? Nö. So, wenn der Runde noch nicht vorbei ist. Ja, die Siedlung Valencia wollen wir haben. Wir vergrößern Valencia direkt zu den Kamelen. Das hassen jetzt schon wieder alle. Himiko, du müsstest eigentlich mein Freund werden. Du bist nicht ganz so schräg wie die anderen. Machiavelli ist ja irgendwie mein Freund geworden. José wird wohl nicht mehr mein Freund werden in diesem Leben. Wie ist denn mit uns beiden? Eine gemeinsame Regierung, das muss doch auch was bedeuten. Wir können einen Kai bauen. Wie funktioniert der? Für das angrenzende Küstengelände. Für den anschiffbaren Fluss. Für das angrenzende Wunder. Ja gut, dann bauen wir da einen Kai. Der leichten Hoffnung, ehrlich gesagt, dass wir dann mal auf die Idee kommen, den Schiffsbau zu entwickeln. Die Siedler kriegen Schaden dadurch. Doch erstmal nicht gut, ne? Schaden ist ja etwas, was man eigentlich unbedingt nicht vielleicht will. Der vielleicht besser? 1, 2, 3. Ich meine, du willst ja eigentlich die Ressourcen haben, ne? Das bringt ja eigentlich nichts. So, der hat die Fähigkeit nicht, ne? Urayambi. Ja. Eine Spezialisierung brauchen wir hier erstmal nicht. Wobei, die macht auch sonst eigentlich nicht viel, ne? Und das Wachstum bringt hier, glaube ich, nichts. Oder? 1, 2, 3. Da kommen wir nicht ran. Das ist schon 3. Oh, doch hier. Du musst da hoch, mein Lieber. Geht ja gar nicht anders. Wir brauchen diese Ressource. Hier verschanzt mich hier mal.
Baut ein paar Tempel, meine Lieben. Tempel der Glückseligkeit. Ja, meine Städte sind leider irgendwo einigermaßen voll, ne? Wollt mich doch verarschen. Ach, Augustus, hi. Du bist Abbasidenreich. Ist denn ja irgendwie alles gelaufen so. So. Ich genau, was das heißt, aber ich habe Macht. Der Wiedler macht Gewürze. Aktion. Ich möchte mit Himiko keine schlechtere Beziehung. Ich möchte eigentlich eine bessere mit euch. Ich möchte aber keine gute Beziehung mit mir. Junge, der macht Gold wie blöde. Oh, der möchte mit mir befreundet sein. Tempel. Nehmen an, die kommen irgendwo von hier unten. Reichtum zirkuliert wie Blut. Alle Teile nehmen daran. Einen zusätzlichen Glauben, halt eine Reliquie. Merkantilismus, Grabmal von Askia, plus ein Gold für jede importierte Ressource. Machen wir gerade nicht so viel. Plus 3 Kulturen plus und Gold für jeden Stadtstaat. Machen wir auch nicht so besonders viel. Verbotene Stadt wiederum ja ganz nett. Gibt uns viel Kultur.
Realismus, Eldos Koreal. Das wollen wir haben. Aber wir können ja... Theologie. Theologie ist noch was Eigenes. Guck an. Wir halten einen zusätzlichen Glauben. Oder wir nehmen die spanische Ausrichtung. Kampfstärke für alle Einheiten in fernen Ländern. Haben wir auch. Da ist er schon. Der Franzmann. Es gibt jenseits. Und mit Franzmann meine ich in diesem Fall natürlich ja, Römer. Feudalismus. Mein Siedlungslimit. Das ist gut. Ich schippe hier immer mit dem Siedler rum. Observatorium für angrenzende Ressourcen und für alles andere. Und ich brauche die ja nicht überbauen, weil ich sie aber neu bauen kann. Ne? Momentan wenigstens. Ach was. Ich tatsächlich umgekloppt. Hey Nico. Du hast schon wieder Unangenehmes vor. Bin ich froh, dass wir hier komplett auf Krieg gehen. So, das ist der hier noch die Jade hat. Ich fürchte, dass wir hier in Bälde auf Feinde treffen werden. Was sind hier 8? So, wegen dem Ding. Ressourcen, hier ist auch 8. Hier sind 3 Ressourcen und ein Ding. Krass. Nimm das. Oma kann hier noch eine sowas gebrauchen. Dann müssen wir aber von Feudalismus absehen und Maschinen nehmen. Und wir brauchen hier eigentlich eine Allianz. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und ich weiß auch, wo der nächste Siedler hingeht. Da unten scheint es noch eine ganze Welt zu geben, die es zu erobern gilt. Ich nehme an, dass die hier nicht so besonders von mir begeistert ist. Aber es macht jetzt Handel mit mir? Okay, die Frauen nicht. Haben wir noch nie getan. Gibt es bessere Schatzflotten, wenn man sagen mehr Ressourcen hat? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich ein bisschen der Witz. Hier gibt es noch Wale. Oh, Pilze ist auch gut, aber keine Geschichte. Übersee-Ressource. Miko, wir können immer noch Freunde sein. Wenn du das möchtest.
Miko hat mit mir ihn gemacht. Ja, hier ist gar nichts. Also das kann man sich auch irgendwie schenken. Ja, wir können gerne eine Allianz werden. Marineeinheiten. Nicht gut. Machiavelli. Zufriedenheit. Nee, hab ich. Achso, ich kann es mir auch gar nicht leisten. Ich nehme einfach den Einfluss. Ja, hier ist eine gemeine Spezialisierung für das weiß ich. Pilze sind eine gute Sache, sage ich mal. Also in diesem Spiel wenigstens. Aber ja, dafür, dass ich nur ein kurzes Zeitalter springen wollte, haben wir da doch noch eine ganze Weile gespielt. Das wird jetzt aber auch gleich aufgesprochen. Irgendwann dann gleich mal. Du brauchst eigentlich auch gar nicht mehr so viel wachsen hier. Du willst ja noch ganz hin. Und wir nehmen noch ein Fischerboot und dann, du kannst doch jetzt auch Nahrungsfischerstadt werden. Oder wächst du noch? Wahnsinn. Ja gut, du wächst auch wirklich noch viel. Miko, ich möchte nicht, dass du unsere Beziehung verschlechterst. Oh, eine Feier? Ja, wir brauchen mehr Produktion von Unterstützungseinheiten. Ja, das haben wir jetzt auch. Gibt denn jetzt diese... Oh nein, das ist jetzt nur der Jupiter-Tempel geworden. Ach, Mist. Aber hier ist es beides geworden. Gibt denn der jetzt auch Gold? Nö, irgendwie nicht. Nee, jetzt auch nicht. Achso, hier brauchen wir noch ein Observatorium. Das Observatorium braucht Wunder und Rohstoffe. Wir haben hier Rohstoffe. Kosten 7. Angeblich kriegst du nur 7, oder nicht? Ne, 6. Dauert 7 Runden, okay. Das sind Berge, hier sind Wunder. Wenn wir eine Wunde, was überbauen, das muss auch nicht sein. Hier ist eine Ressource und ein Wunder. Hier ist eine Ressource und ein Wunder. Bauen wir das dahin. Kai. Wie denn? Machiavellis Kochen. Das ist übrigens einen kaputten Kornspeicher. Kommst du hier? Wenn man die Dinge in ihrer wahren Natur kennt, erkennt man das. Zufriedenheit. Oh ne, wir nehmen 12 Gold. Machiavelli, ich habe leider keinen Einfluss für derlei Dinge. Wir können einen Glaubenssatz wählen. Neu gegründete Städte entfernen Beginn mit dieser Religion. Halt bis 5 Kampfstärke. Eroberte Siedlungen werden zu eurer Religion konvertiert. Das wollen wir doch haben. Reformation.
Das ist nett. Bin ja nirgendwo. Nehmen wir hier jetzt mal das spanische Ding, weil wir hier langsam, aber sicher noch einmal Koggen bauen. Warum? Ich habe auch keine einzigartige Modernisierung. Oh, hier mal die Fischereimole. Einfach damit das Ding hier... Nee, weiß ich auch nicht. Früher eigentlich. Stadt vergrößern. Könnten jetzt natürlich auch einfach einen Spezialisten dazu ziehen. Ich will hier an die Kamele. Gio. Jetzt nicht da halt mal. Kongo muss ich hier mal speichern. Jetzt mal heilen. Die Orthodoxie wurde gegründet, ne? Guck an. 1, 2, 3, da können wir auch noch hin. Nina macht Spionage-Sachen. Aneinander. Das ist aber nicht richtig. Ich kann Siam werden, weil ich unendlich viele Tempel habe. Wollte aber eigentlich nur die Zufriedenheit haben. So, und Flottenkommandeure. Emiko. Knuffelbär. Emiko. Brauchen wir ein paar Kaufleute. Ich schulte. Stadt vergrößern. Na schau. Jetzt haben wir aber alles an Ressourcen abgegrast, was wir irgendwie haben können wollen. Dann sollten wir jetzt mal diese Spezialisten benutzen. Ich wollen hier den Kakao. Bogen wollen wir. Hier irgendjemand noch was Tolles? Nee, irgendwie nicht. Gut, ich bin noch nicht so weit. Ich muss hier erst noch Koggen bauen. Ich habe einen Handschuh, in den ich eure ganze... Brauchen mehr
Wissenschaft. Drei Gold für jede Ressource, das ist schon stark. Hier ein Bazar. 7 Gold. Jawohl. Ostierstadt, hier, nimm mit hin. Muss hier Militärhilfe fragen. Und wir müssen eigentlich bessere Freunde werden, Caesar. Aber so, okay, die Stadt kann schon wieder wachsen. Ah, ich werde niemals diese Runde beenden. Wir bauen hier nur noch Spezialisten. Mach Handel. Dann nach Athenai. Es gibt hier auch irgendwie keine Ressourcen mehr so richtig. Hier gibt es noch ein Ding. Du könntest zum Beispiel mal eine Handelsstadt werden. Ein mit Tempel. Und Missionar. Ja, du musst noch ordentlich wachsen. Sehe ich ein. Hindi kami natutulog. Diese zeitlosen Gebäude. Na gut, aber wo das mal. Also, Dingsbumsi. Was war hier nochmal der Witz? In Gold in dieser Siedlung für jede Siedlung auf Fernland. Das war der Trick. Und das für jedes angrenzende Wunder. Man muss an der Küste platziert werden. Ja, Halleluja. Wir hier hinbauen, da kommen allerdings keine Wunder hin, nehme ich an. Aber die Kamele kommen. Die Via-Gemeinde. Wer kann die Gims nicht nehmen? Ja, die brauchen das alle nicht, eigentlich. 3 Nahrung, 3 Zufriedenheit. Alle im Groben das halt. Oh! Inda muka cinye garuruwan da yaƙi. Sam! Miko, ich bin ganz ehrlich, jetzt wäre ein ganz schlechter Zeitpunkt für eine Kriegserklärung.
Hm. Den Renner besiege ich, glaube ich, nicht. Okay, wir sind hier in durchaus so eine Art Krieg. Vielleicht sollten wir eine Schrotmühle bauen. Miko. Gegen 3 Leute wäre jetzt äußerst unangenehm, sage ich mal. Die Burg Bogen. Nehmen wir die Heraldik, dann können wir Schiffe bauen irgendwann. Das ist gut. Ja, du solltest dich zurückziehen. Keine Ahnung, da irgendwo hin. Mir eigentlich egal wo. Militaristisch. Und dann halt eine kostenlose Stufe. Produktion für die Militäreinheiten. Kampfstärke gegen diese Leute. Siedlungslimit. Kommandanten erhalten eine zusätzliche Stufe. Was sind ihr denn für Leute? Jungerei. Ihr seid nicht meine Freunde. Du bist ein Heerführer der Stufe 8. Was war das hier noch? Kavallerieeinheiten haben wir ja noch nicht. Dann nehmen wir Mobilität. Du bist Stufe 4. Du lernst mal, dass Leute sich bewegen sollen, wenn sie aus dir rauskommen. Kampfstärke für Marineeinheiten auf Bezirke. Die Einheiten des Witzers können sich bewegen. Das ist genau die Scheiße, die ich haben will. Hertius. Valencia. Können wir? Nein, können wir nicht. Können wir entferne mittelalterliche Mauern kaufen? Ja, können wir. Können wir in Corinthos mittelalterliche Mauern kaufen? Ja, können wir.
Valencia können wir das leider noch nicht. In Ostia könnten wir die bauen. Valencia können wir es wahrscheinlich nicht, weil wir hier noch angegriffen werden, wie so ein Haufen Verrückter. Kann bombardieren, bis es einem langweilig wird. Naja, ich weiß, meine Spezialisierung ist das. Du machst mal dieses Lustige. Du gehst mal da wieder rein, vorsichtig. So, du könntest dann hier den noch angreifen, ne? Hier wieder ein Missionar stehen. Unten hier mal vor dich hin. Ach Mann, ich. So, bevor wir die Runde jetzt beenden, was jetzt weitergeht, wir speichern ab. Unter Preußen. Ich wollte nur die erste Runde machen. Jetzt sind wir schon wieder in Runde 35. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst da, was ihr da lassen wollt. Es war mir eine Freude. Wir hören voneinander und bis dann. Ciao, ciao.